Wie lagert ihr eure Messer? Genauso wie ich in der Schublade? Nee, das ist jetzt vorbei, denn wir bauen uns einen richtig coolen Messerblock und der hat noch eine Besonderheit. Also lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Schauen. Jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe hier 2 Hände voll mit Küchenmessern und ganz ehrlich, dummerweise lagern die bei mir in einer Schublade und das hat natürlich einen riesen Nachteil. Der erste Nachteil ist natürlich, dass diese Messer relativ schnell stumpf werden, weil der zweite Nachteil, da kommen wir jetzt auch noch dazu, und zwar, man sucht ewig nach diesen Messern und dadurch wollen sie natürlich durchs Rumkruscheln in dieser Kiste und dieser Schublade werden sie auch relativ schnell stumpf und man sucht halt ewig danach. So, aus diesem Grund baue ich mir heute hier mit euch zusammen einen Messerblockhalter. Der soll natürlich was Besonderes werden. Deshalb gibt es bei mir hier im Fundus habe ich noch 2 Bohlen hier gefunden, 2 Stücke hier und die werde ich dafür einfach verwenden, denn es soll ein Messerblockhalter werden mit ca. 300 bis 350 mm Breite, einer Tiefe von 80 mm und einer Höhe von 230 mm. Achtung bei den 230 mm, ihr müsst natürlich immer darauf achten, wie lang euer längstes Messer ist, denn wenn ihr das natürlich reinstellt und es ist zu kurz, dann steht das Messer sehr weit nach oben weg. Deshalb schaut einfach, wie lang euer längstes Messer ist und danach könnt ihr euch die Höhe ausrechnen. Jetzt kommen wir mal schnell zur Berechnung hier der Bohle oder der Breite des Ganzen. Jetzt machen wir mal die 90 Grad Kante. Hier hat sie eine 90 Grad Kante, hier noch eine Baumkante, deshalb von hier schneiden ist ganz klar. So, also wir wollen ja 300 mm bzw. 350 mm an Gesamtbreite von dem Block haben, dass da etliche Messer schön reinpassen. Deshalb müssen wir jetzt mal schauen, wie wir dazu kommen. Und zwar haben wir ja eine Stärke von 25 mm. Und wenn wir jetzt auf 300 kommen, dann brauchen wir 12 Streifen A8, 80 mm. Deshalb die 80 mm werden ja die Tiefe von dem Messerblockhalter, deshalb kommen wir hier 1, 2, 3, 4 Streifen kriegen wir raus. Eine Gesamthöhe von 230, dann kriegen wir hier aus dieser Bohle hier 2 Reihen raus, also das heißt 8 Streifen hätten wir schon mal. Wir brauchen aber 12 Streifen, damit wir auf diese 300 mm kommen. 12 mal 2,5 sind 300 und 14 Streifen bräuchte man, wenn man auf 350 mm Gesamtbreite kommt. Also ihr wisst hoffentlich, was ich gemeint habe. Das müsst ihr natürlich selber erstmal berechnen, je nachdem, wie stark euer Holz ist und wie viele Streifen ihr dann verwenden müsst. Aber jetzt gehen wir mal auf die Kreissäge, werden jetzt hier erstmal ein paar Streifen 80 mm rausballern, raussägen und dann auf die Kappengärungssäge und werden dann die Höhe bzw. dann die Länge hier noch zusägen. So, die Klötze sind jetzt zugesägt, die Streifen eher gesagt. Es sind jetzt 80 mm auf 230 mm und die Gesamtbreite wird jetzt hier bei mir bei 300 mm bleiben, denn ich habe jetzt da nur 12 Streifen gebraucht. Ich hätte noch 2 dazu machen können, dann wäre ich auf 350, aber 300 mm Gesamtbreite von diesem Block reicht mir absolut aus. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier meine Endloszwingen, die kann ich euch auch noch mal unten verlinken. Das sind echt sehr cool, um sowas zum zusammenzuleimen und ein Video gibt es auch noch davon, kann ich euch auch noch hier verlinken. Das werden wir jetzt erstmal zusammenleimen, trocknen lassen, werden nochmal drüber gehen am Schluss und dann können wir weitermachen.
Jetzt mal ein kleines Zwischenupdate. Ihr habt es ja gesehen, nach dem Leim trocknen habe ich das ein bisschen abgekratzt, habe es durch einen dicken Hobel geschoben, damit wir hier eine schöne Oberfläche haben, weil das hat sich ein bisschen verzogen gehabt. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch abschleifen, dauert halt ein bisschen länger, deshalb mit dem dicken Hobel durchgeschoben und gut ist. Danach habe ich hier die 90 Grad nochmal angesägt hier und habe das Ganze ein bisschen abgerichtet hier, dass wir hier eine schöne Gerade haben oder hier einen 90 Grad Winkel haben auf der Kreissäge. Und ihr habt es ja noch bemerkt, ich habe einen 10 Grad Winkel reingeschnitten, damit der Block leicht schräg steht, wie ihr jetzt hier erkennen könnt. So, jetzt kommt es schon zum nächsten, und zwar werden wir uns jetzt hier die Messer anschauen und werden hier dann die Schnitte für die Messer machen. Aber das wollen wir jetzt mal hier im Detail anschauen. Die ganzen Messerrücken sind ja eigentlich normalerweise hier immer gerade. Und deshalb schauen wir mal, messen wir mal durch. Ihr müsst das natürlich darauf achten, wie breit euer breitestes Messer ist. Das ist bei mir das breiteste Messer. Ich habe dann immer noch Luft um 1 cm, dass ich noch ein breiteres Messer reinmache. Aber ich mache das jetzt hier einfach 2 cm in der Tiefe, dass also praktisch dieses noch stehen bleibt hier. Und hier kommen die Schnitte rein. Ihr müsst natürlich auch darauf achten, wie lang eure Messer sind. Das müsst ihr natürlich vorher drauf achten, aber ihr seht es gerade selber, wenn ich dieses Messer reinstecke, ist original, super von der Länge geplant. Ihr müsst natürlich dann, wenn ihr längere Messer habt, noch schauen, dass ihr den Block ein bisschen höher macht. So, und zwar werde ich jetzt hier, das kommt jetzt auch auf eure Griffe drauf an hier, wie breit diese Griffe sind. Bei mir passt das jetzt hier, mache ich den ersten Schnitt und dann alle 2,5 cm werde ich hier einen Schnitt reinmachen. Das sind dann 12 Schnitte, die ich machen muss. Und ihr müsst natürlich jetzt auch achten drauf, von der Stärke eurer Messer. Ich habe jetzt hier, mein stärkstes Messer ist 2,5 mm stark. Ich werde aber diesen Schnitt hier, damit ich auch dickere Messer reinmachen kann, 4 mm machen. Und das ist natürlich, muss man ganz leicht immer verschieben in der Kreissäge, denn mein Sägeblatt hat nur 2,45, irgendwie sowas hat es. Deshalb müsst ihr es einfach ein bisschen verschieben und gut ist. Ihr könnt diesen Schnitt natürlich komplett durchziehen. Das heißt, ihr werdet jetzt das Ganze auf die Kreissäge hier legen, die Höhe bis 2 cm oberhalb aufhören mit dem Sägeblatt und das Ganze einfach hier schön komplett durchziehen. Die Schnitte sind erledigt, schaut gut aus. Aber Leute, ich habe ja, ihr habt es ja gerade gesehen, hier vorne noch einen 45 Grad Winkel reingesägt. Kann ich euch empfehlen, weil ich habe dann erst nachher gedacht, oh, da will ich noch einen 45 Grad Winkel haben. Nee, macht es bitte vorher, denn es kann nämlich passieren, dass es ganz leicht ausreißt, wie es bei mir hier ganz leicht passiert ist. Deshalb vorher sägen. So, jetzt komme ich aber zu einem anderen Punkt, da muss ich euch jetzt mal herholen und euch jetzt zeigen, denn wir bauen da was Spezielles noch ein. So Leute, jetzt kommen wir zu der Besonderheit dieses Blocks und zwar, schaut mal diese kurzen Messer an. Diese Messer sind ja im Endeffekt nicht wirklich ausgewogen hier, die sind nicht in der Waage hier und diese kurzen Messer würden hier drin im Endeffekt mit diesem 10 Grad Winkel würden die gar nicht stehen. Schaut mal, es würde umfallen, dieses Messer hier. So. Hokuspokus, hier steht es perfekt drin. Wie habe ich das gemacht hier, dass es hier richtig schön reinkleidet auch noch. Schaut mal, es gleitet so richtig schön rein, es ist so richtig schön weich, wie es runtergeht. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ganz einfach. Leute, schaut mal, ich habe hier mini kleine Magneten hier. Das sind Rundmagneten, das sind 4 x 4 mm, also 4 mm im Durchmesser und 4 mm in der Höhe. Und die werde ich hier reinmachen in diese Schlitze.
Wie habe ich dann die Magneten da reinbekommen? Ganz einfach, ich nehme eine andere Stange mit 4 mm, setze den Magneten hier drauf, mache da noch ein Tröpfchen Sekundenkleber drauf, bohre hier ein 4 mm Loch rein und stecke diesen Magneten rein und schon hält er. Und ihr seht, wie das Messer dann gut hält, also diese können dann nicht mehr umkippen. Und das machen wir jetzt in alle 12 hier oben rein. Und zwar mache ich das immer so, ich habe hier den 45 Grad Winkel, auf der Höhe mache ich circa überall diesen Magneten rein. So, jetzt sind die Magneten drin. Ihr könnt sehen, die Messer halten perfekt. Auch die kleinen Messer halten richtig perfekt hier und fallen nicht mehr runter. Und der Vorteil ist auch noch, dass es richtig schön abgebremst wird, wenn man das Messer reinstellt. Also das fällt nicht komplett runter, sondern wird schön abgebremst durch diesen Magneten. So, jetzt haben wir das Ganze erledigt. Jetzt werde ich euch die nächsten Schritte einfach nochmal erklären. Und zwar werde ich das Ganze leicht anfeuchten hier mit Wasser, ganz leicht feucht machen. Damit stellt sich dann die Faser vom Holz auf. Es wird dann nochmal schön glatt geschliffen, richtig schön alle Ecken nochmal abgerundet, richtig schön glatt gemacht und wird natürlich nachher noch richtig schön geölt. So, jetzt haben wir natürlich diese ganzen Schnitte drin und das Holz kann sich natürlich auch verziehen. Um das gegenzuwirken, kommen hier noch Zierleisten hin, aber nicht nur Zierleisten, sondern diese Leisten dienen ja zur Stabilisation. Das sind Messing, halbrunde Messingstangen und die werde ich hier schön ansenken, anbohren und die ganzen Sachen hier schön hinschrauben. Die Messingstange ist auch noch poliert oder werde ich nochmal alle polieren hier. Das sind halt ganz roh, so werden sie dann am Schluss ausschauen. Und das Ganze mache ich dann hier mit dem PM75 von Dictum. Kann ich euch auch nochmal verlinken, das Video ist auch ein cooles Gerät. Und damit werde ich dann diese Messingstangen polieren. Also legen wir einfach mal los und das seht ihr dann alles im Schnelldurchlauf. Er ist bestückt und es schaut richtig heiß aus, finde ich. Richtig cool und richtig edel. Mir gefällt der persönlich richtig gut. Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr für
Blöcke, Messerblöcke oder sonst irgendwie daheim schon habt. Habt ihr euch auch was selber gebaut? Wie lagert ihr eure Messer? Auch in der Schublade wie ich damals? Nee. Also schreibt es mal unten alles rein, würde mich echt freuen. Ihr könnt den Blog natürlich auch planen, wie ihr wollt. Breiter, höher, tiefer, je nachdem, wie eure Messer natürlich sind. Ja, wir sind am Ende des Videos. Lasst bitte einen Daumen da, damit unterstützt ihr den Kanal. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.